In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man ein dynamisches Chart-Label, wie diese rote Schrift hier oben, auf dem Chart erstellen kann. Es handelt sich hierbei um ein Objekt, das sich verändert, wenn der Preis sich verändert. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simples Chart Label, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Damit unser Chart-Label etwas anzeigen kann, fangen wir damit an, dass wir den Ask-Preis ermitteln. Das übernimmt die Funktion SymbolInfo_Double. Für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen hier Symbol_Ask, da wir ja den Ask-Preis benötigen. Normalize Double und _Digits gibt uns die Anzahl der Nachkommastellen. Das sind in diesem Fall 5 Nachkommastellen, je nach Währungspaar kann sich das unterscheiden. Wir sehen aber, dass die Anzahl der Nachkommastellen hin und wieder variiert. Um unser Objekt zu erstellen, nutzen wir Object Create. Der erste Parameter hier steht für die Chart-ID oder in unserem Fall für das Hauptfenster. Der hat den Wert 0. In unserem Fall ist das Hauptfenster. Bei anderen Charts, in denen Oszillatoren genutzt werden, werden diese meistens in einem weiteren Fenster unterhalb des Charts dargestellt. Unser Objekt soll den Namen Label1 tragen. Hier geben wir den Typ des Objektes an. Wir nutzen Objekt_Label. Wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir hier, dass es noch eine ganze Reihe anderer Objekttypen gibt. Jeder dieser Objekttypen unterstützt unterschiedliche Eigenschaften. Wenn wir hier einmal die letzten 3 Parameter ausschneiden und ein Komma setzen, dann sehen wir hier auch die Auflistung der Parameter. Parameter 1 war die Chart-ID, Parameter 2 der Objektname. Wir sind gerade bei Parameter 3, das ist der Objekttyp. Die nächsten 3 Parameter stehen für ein Unterfenster, einen Datumswert und ein Preislevel. Diese Eigenschaften setzen wir in diesem Fall alle auf 0. Danach nutzen wir Object_Set_String, um die Schriftart zu setzen. Auch hier beziehen wir uns wieder auf die Chart-ID 0, das Objekt mit dem Namen Label1. Diesmal ist die Objekteigenschaft Object Property Font. Und wir nutzen hier mal Impact. Nachdem wir definiert haben, wie unser Text angezeigt werden soll, müssen wir noch sagen, was angezeigt werden soll. Auch das geht mit Object_Set_String. Für Chart-ID 0, das Objekt Label 1, setzen wir hier die Object Property Text. Wir möchten gerne den Text Ask-Preis mit einem Doppelpunkt gefolgt von dem ermittelten Ask-Preis anzeigen. Es gibt auch noch die Methode Object_Set_Integer. Hiermit wird ein Integerwert gesetzt. Wiederum für die gleichen Objekteigenschaften setzen wir diesmal Object Property xDistance. Das ist die Distanz vom linken Bildschirmrand. Ich nutze hier 5 Pixel. Und danach wiederholen wir das Ganze nochmal für die Eigenschaft Object Property yDistance und setzen die Distanz zum oberen Rand auf 10 Pixel. Das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstanden haben, was der Code hier bewirken soll, dann möchten Sie sich vielleicht einmal die anderen Videos aus diesem Grundlagenkurs ansehen oder vielleicht ist sogar der Premium-Kurs auf der Webseite interessant für Sie. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Ich habe hier irgendwo einen Fehler gemacht. Hier ist ein Komma zu viel. Man kann das immer schön finden, indem man hier unten auf den Fehler klickt. Der Cursor springt direkt zu der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist.
Wiederholen wir den Kompiliervorgang erneut. Dann haben wir diesmal keine Fehler und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader öffnen wir ein neues Chartfenster. Hier unten im Navigatorbereich suchen wir nach dem neu erstellten Programm Simples Chart Label und ziehen es auf unser Chart. Bestätigen das Ganze mit OK. Und sobald hier die nächste Preisänderung hereinkommt, sehen wir hier oben unser Objekt auftauchen. Die Schriftgröße ist mir noch ein wenig klein. Packen wir das noch hinter die Schriftart und nutzen Object Set Integer, um für unser Label-Objekt die Schriftgröße auf 24 zu setzen. Das geht über die Eigenschaft Object Property Font Size. Noch einmal kompilieren. Jetzt sieht unser Label schon deutlich besser aus. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie ein dynamisches Label-Objekt direkt auf Ihrem Chart programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.